Ansonsten auf den Flyern, die Farsad schon rumgegeben hat, steht das nochmal drauf, aber ich sage es nochmal hier. Wir machen jede Woche mittwochs eine Kaffeepause, 14 Uhr, Philo-Café, das ist im IG Farbenhaus. Raum, all das steht auch nochmal da drauf auf den Flyern. Da kann man ein bisschen in einem entspannten Rahmen über alles, was einem so gerade zur Linken interessiert, egal ob Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges, wie auch immer, Politisches, Theoretisches und so weiter, kann man da diskutieren. Wir haben einen Lesekreis, der hat letzte Woche Donnerstag angefangen, findet donnerstags statt im IG Farbenhaus. Ja, man kann da jederzeit ein- und aussteigen, wie es einem gerade passt. Der Syllabus, also die Texte, die wir lesen, sind auf unserer Webseite verlinkt. Und nächste Woche machen wir, gibt es nochmal einen Vortrag, Mittwoch, nicht von mir, sondern von die letzte Woche dabei waren. Der Kollege Tom macht da einen Vortrag zu Klimawandel und die Linke. Nächste Woche ist ja auch irgendwie diese Public Climate School oder sowas und da in dem Rahmen findet auch noch eine Podiumsdiskussion statt. Nächste Woche findet auch das Podium zum heißen Herbst statt. Am 11. November ist das. Das ist nicht nächste Woche, das ist übernächste Woche. Oh, sorry. Aber 11. November. Lass mich überlegen, was wir noch haben. Die Zeitschrift, genau, die liegt da in etwas raren Mengen heute aus. Ich glaube, das ist so grob alles, was wir außer dem Kram, den wir ja heute machen, sonst so betreiben. Ja, das, was ich gleich vortrage, das habe ich letztes Semester schon mal in der Form vorgetragen, nur jetzt ein bisschen kürzer, einen guten Teil auch umgeschrieben, aber grob eigentlich ähnlich wie letztes Semester. Eine Aufnahme gibt es da auch davon. Und danach, das sollte, glaube ich, so eine halbe Stunde dauern mit dem Input. Letztes Mal ging es ja um 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, diesmal geht es nur um 20 Jahre, aber sehr ereignisreiche 20 Jahre. Und danach ist genau offen für Diskussionen und so weiter, Fragen, Kritik, Ähnliches. Ich würde dann so anfangen, genau. Und als Ausgangspunkt würde ich einige Bemerkungen zitieren, die Rosa Luxemburg auf dem Gründungsparteitag der KPD in ihrer Rede von sich gibt. Nämlich, Zitat, zwischen der Zeit, wo das kommunistische Manifest als Programm aufgestellt wurde und dem heutigen Moment liegen 70 Jahre kapitalistischer Entwicklung und die historische Dialektik hat dahin geführt, dass wir heute zu der Auffassung zurückkehren, die Marx und Engels nachher als irrtümliche aufgegeben hatten. Als unmittelbare Aufgabe nach 1848 wurde erklärt, der tägliche Kleinkampf auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete, um nach und nach erst die Armeen des Proletariats heranzubilden, die berufen sein werden, wenn die kapitalistische Entwicklung heranreift, den Sozialismus zu verwirklichen. Wir haben jetzt die Pflicht, ganz klar und bewusst eine Revision vorzunehmen gegenüber der Auffassung, die in der deutschen Sozialdemokratie bis zum Zusammenbruch am 4. August 1914 maßgebend war. Zitat Ende. Theorie und Praxis stehen für Luxemburg also in einer historisch bestimmten Beziehung zueinander, genauso wie die historische Entwicklung im Kapitalismus alles Bestehende beständig umwälzt. So muss auch das Bewusstsein einer bestimmten Epoche zum Gegenstand rücksichtsloser Kritik werden, um so den sich verändernden Umständen der revolutionären Bewegung gerecht zu werden. Luxemburg verlangt also 1918 eine Revision, aber in welcher Form? Und dafür
drehen wir die Uhr um 20 Jahre zurück zum Revisionismusstreit, also den Streit innerhalb der deutschen Sozialdemokratie Ende des 19. Jahrhunderts um sozusagen die Frage, inwiefern Marx Prognosen und so weiter noch relevant waren. Und für Eduard Bernstein, den Erzrevisionisten, ging es gar nicht darum, den Marxismus als Ganzes zu verwerfen, sondern auf eine Kluft zwischen der offiziellen, sich revolutionär gebenden Theorie der SPD und der tatsächlichen Praxis hinzuweisen. Die alltägliche Praxis bestand im stetigen Aufbau der Organisation der Arbeiterbewegung, im gleichmäßigen, ruhigen Tempo. Ihr Erfolg ließ sich im Wachstum dieser Organisationen und der Stimmenzahl bei den Wahlen messen. Die Theorie wiederum postulierte den baldigen Zusammenbruch dieser Gesellschaft, eine Revolution, und proklamierte die kompromisslose Opposition, Ablehnung des herrschenden politischen und ökonomischen Systems. Und Luxemburg greift Bernsteins Hinweis auf diese Kluft zwischen Theorie und Praxis auf, also dass man so sich im Bestehenden eigentlich schon behaglich eingerichtet hat, aber gleichzeitig proklamiert, bald wird alles zusammenbrechen und so weiter und so fort. Also diese Kluft, das greift sie auf, um den Revisionismus wiederum als historisches Phänomen zu untersuchen. Sie wendet sich gegen Bernstein in der Form, also Bernstein will die Trennung von Theorie und Praxis einfach aufheben, indem er die Theorie der Praxis anpasst. Und vielmehr ist für sie die Nichtidentität dieser beiden Momente eine Eigentümlichkeit der revolutionären Arbeiterbewegung. Und Zitat aus Sozialreform oder Revolution: Die ganze Besonderheit dieser Bewegung liegt darin, dass hier zum ersten Mal in der Geschichte der Volksmassen, zum ersten Mal in der Geschichte die Volksmassen selbst und gegen alle herrschenden Klassen ihren Willen durchsetzen, diesen Willen aber ins Jenseits der heutigen Gesellschaft über sie hinaussetzen müssen. Diesen Willen können sich die Massen aber wiederum nur im beständigen Kampfe mit der bestehenden Ordnung, nur in ihrem Rahmen ausbilden. Die Vereinigung der großen Volksmasse mit einem über die ganze bestehende Ordnung herausgehenden Ziele des alltäglichen Kampfes mit der großen Weltreform, das ist das große Problem der sozialdemokratischen Bewegung. Zitat Ende. Und die SPD, so schließt sie, müsse den Revisionismusstreit als Gelegenheit wahrnehmen, sich über ihre Ziele und Mittel klar zu werden, um in die von Rosa Luxemburg prognostizierten verschärften Kämpfe vorbereitet einzutreten. Also sozusagen dieser theoretische Streit nimmt schon praktische Auseinandersetzungen vorweg. Der Revisionismusstreit wurde schließlich 1903 durch einen Parteitagsbeschluss für beendet erklärt. Bernsteins Theorien wurden hochoffiziell verworfen. Der triumphale Sieg der sogenannten marxistischen Orthodoxie fand jedoch vor allem unter der konservativen Einstellung, dass man halt die alte, bewährte Taktik gegenüber Bernstein verteidigt, statt, und dieser konservative Charakter ließ Luxemburg unbefriedigt zurück. Das war ihr nicht genug. Es ist aber eben eine Sache, abstrakt theoretisch revolutionäre Politik zu postulieren in diesem Revisionismusstreit, eine andere, in einer wirklichen Revolution eine adäquate Politik zu betreiben. Und hierfür bot die russische Revolution 1905 den geeigneten Anlass, um diese Fragen zu konkretisieren, vor allem weil die Revolution innerhalb der SPD eine Auseinandersetzung über die Bedeutung der russischen Ereignisse für die eigene Praxis ausgelöst hatte. Und in dieser sogenannten Massenstreikdebatte wandte Luxemburg, die selber an der Revolution eben teilgenommen hatte, sich sowohl gegen Befürworter als auch Gegner des Massenstreiks, da beide Seiten eine bloß instrumentelle Auffassung vom Massenstreik hatten, also als ein Werkzeug, welches je nach Belieben der Führung eingesetzt oder verworfen wird. Ihrer Ansicht nach galt es, den Massenstreik als Produkt kapitalistischer Entwicklung und sozialdemokratischer Organisationsarbeit zu begreifen. Für sie war eine historisch spezifische Erscheinungsform des Klassenkampfes, die in engen Zusammenhang mit weiteren Kampfformen während revolutionärer Zeiten steht,
ein Spektrum, welches von der friedlichen Demonstration bis zum bewaffneten Aufstand reicht. Die internationale Entwicklung des Kapitalismus hatte das russische Zarenreich in die Weltwirtschaft integriert und so seine gesellschaftliche Grundlage umgestaltet. Der Zarismus stützte sich nicht mehr primär auf die Aneignung des Mehrprodukts der alten bäuerlichen Dorfgemeinde, sondern auf das importierte westeuropäische Kapital, das dann in Russland eben Fabriken baut. Die Integration Russlands in den Weltmarkt bedeutet auch, dass jede gesellschaftliche Erschütterung in Russland notwendig Auswirkungen auf ganz Europa haben würde. Also ein Beispiel: Frankreich als größter Kreditgeber Russlands könnte bei kommenden Erhebungen keinesfalls tatenlos zuschauen. Revolution hat das Risiko eines Staatsbankrottes und dann sitzt Frankreich auf nicht bezahlten Schulden. Ein anderes Beispiel, der Kampf um das allgemeine Wahlrecht in Österreich, der von der Revolution in Russland inspiriert war. Also man berichtet da, dass bei den Parteiversammlungen in Wien oder sowas die Leute so gesagt haben, jetzt reicht's auch mal langsam, wir reden auch mal mit unseren Leuten Russisch, also mit unseren Herrschern. Und haben dann entsprechend größere Demonstrationen organisiert und Streiks und so weiter. Jedes Argument gegen die Relevanz der russischen Erfahrung für Westeuropa, welches sich auf die angebliche Unreife Russlands bezog, wurde für Rosa Luxemburg durch die Erfahrung der Revolution, in der das städtische Industrieproletariat und die Sozialdemokratie eine führende Rolle spielten, widerlegt. Zitat: Die heutige Revolution realisiert in der besonderen Angelegenheit des absolutistischen Russland zugleich die allgemeinen Resultate der internationalen Entwicklung und erscheint weniger ein letzter Nachläufer der alten bürgerlichen als ein Vorläufer der neuen Serie proletarischer Revolutionen des Westens. Das zurückgebliebenste Land weist, gerade weil es sich mit seiner bürgerlichen Revolution so unverzeihlich verspätet hat, Wege und Methoden des weiteren Klassenkampfes dem Proletariat Deutschlands und der vorgeschrittensten kapitalistischen Länder. Geschichtlich genommen ist die russische Revolution ein Reflex der Macht und der Reife der internationalen, also in erster Linie der deutschen Arbeiterbewegung. Zitat Ende. Dieselben Entwicklungsprozesse, welche die Revolution in Russland ermöglicht und dieses Phänomen des Massenstreiks erzeugt hatten, wirkten genauso in Deutschland. Die imperialistische Epoche, so nannte sie das, als letzte Phase des Kapitalismus bedeutete verschärfte Auseinandersetzungen nach außen und nach innen. Die beschleunigte Konzentration und Zentralisation des Kapitals steigert die ökonomische Macht der Trusts, Monopole, Kartelle und bildet die Grundlage für die neu aufkommenden Unternehmerverbände. Diese Zusammenschlüsse hatten zum Zweck, die Gewerkschaften als störenden Faktor bei der Produktion möglichst auszuschalten. Aber Konzentration des Kapitals bedeutet eben auch Konzentration von Arbeitermassen, und so nehmen Streiks notwendig immer größere Dimensionen an. Nach außen hin steht der imperialistische Staat nun in diplomatischer und militärischer Konkurrenz mit anderen Staaten um Einflusssphären. Er versucht dabei, gesellschaftliche Verwerfungen im Inneren entweder nach außen zu wenden, also gegen äußere Feinde, oder sie mit allen Mitteln der staatlichen Gewalt zu schlichten, das heißt mit Zuckerbrot und Peitsche. Und das Relevante hier eben ist, gegenüber der Macht der Kartelle stößt die organisatorische Routine der Gewerkschaften an ihre Grenzen, analog die parlamentarische Arbeit gegenüber dem hochgerüsteten imperialistischen Militär- und Polizeistaat. Aber die vergangene, jahrzehntelange Organisations- und Agitationsarbeit war damit keinesfalls nutzlos. Wie Rosa Luxemburg bereits 1899 gegenüber Bernstein bemerkte, löst der Imperialismus die Widersprüche des Kapitalismus nicht, sondern vertieft sie, indem er die Vergesellschaftung auf die Spitze treibt. Was bedeutet, dass jeder Teilkampf ökonomischer, politischer Art das Potenzial hat, sich zu einer großen Schlacht auszuweiten, in welchem immer größere unorganisierte Massen mit einbezogen werden. Die Sozialdemokratie hatte ihren Beitrag zu dieser polarisierten Situation geleistet,
in dem im ganzen Reich in den Köpfen der Massen die SPD sich als die einzige politische Kraft etabliert hatte, welche sich gegen all die Missstände in diesem Staat konsequent und wirksam entgegenstellen würde. Die vergangene Praxis hatte also nicht nur Menschen organisiert, indem sie Mitglieder gewann für die diversen Organisationen, sondern die breiten Massen außerhalb der Organisation transformiert, ihre Ideenwelt, Wünsche und Hoffnungen auf den Sozialismus ausgerichtet. Zitat: In einer revolutionären Periode, im Sturm großer, aufrüttelnder Klassenkämpfe zeigt sich erst die ganze erzieherische Wirkung der raschen kapitalistischen Entwicklung und der sozialdemokratischen Einflüsse auf die breitesten Volksschichten, wovon in ruhigen Zeiten die Tabellen der Organisation und selbst die Wahlstatistiken nur einen ganz schwachen Begriff geben. Dieses Erziehungswerk sowie die aufreizende und revolutionierende Wirkung der gesamten gegenwärtigen deutschen Politik werden sich darin äußern, dass der Fahne der Sozialdemokratie in einer ernsten revolutionären Periode all jene Scharen plötzlich Folge leisten werden, die jetzt in scheinbarer politischer Stupidität gegen alle Organisierungsversuche unempfindlich sind. Zitat Ende. Die Revolution rückt also aus der jenseitigen Ferne in die diesseitige, gegenwärtige Alltagspolitik. Und mit dieser Perspektive, die sie vor allem eben aus der russischen Revolution von 1905 gewonnen hatte, geriet sie vor allem ab 1909 immer stärker in Opposition zur offiziellen Parteiführung. Denn ab dieser Zeit, um mal einen Überblick so zur Lage damals zu geben, 1910 kam es im Rahmen des Kampfes um das preußische Wahlrecht zu riesigen Demonstrationen, trotz des von der Obrigkeit ausgesprochenen Verbots, wobei beim ersten Demonstrationszug die Polizei diese Demonstration mit brutaler Gewalt auflöste. 1911 kam es bereits fast zum Weltkrieg zwischen England, Frankreich auf der einen Seite und Deutschland um Marokko. Es demonstrieren erneut Zehntausende, die halt von der SPD mobilisiert werden, und in der gleichen Periode werden Amerika, Italien, Schweden, Belgien von großen Massenstreiks erfasst und großen Demonstrationen im Zuge dieser Massenstreiks. Und im Frühjahr 1912 streiken in England und Deutschland die Bergarbeiter und im Ruhrgebiet wird deshalb Militär eingesetzt. Also der Punkt ist so vor 1914, also in den wenigen Jahren vor 1914 ist die Lage bereits angespannt. Und die Praxis der Partei in jenen Jahren hält Luxemburg für zu zaghaft. Eine solche angespannte Lage, aufgeladen mit revolutionärem Potenzial, verlangt eben nach einer Partei, welche das Proletariat darauf vorbereitet, den Kampf um die Macht konkret zu führen. Die SPD-Führung sei jedoch zu sehr in den Vorstellungen und Praktiken einer vergangenen Epoche erfüllt, nämlich der Theorie und Praxis des langsamen Aufbaus der Gewerkschaften, der Ausnutzung des Parlamentarismus und der Wahlagitation. So bestünde die Gefahr, dass man von den Ereignissen überrumpelt werde. Und das ist auch die hauptsächliche Stoßrichtung ihrer Kritik an Karl Kautsky, dem damals international anerkannten offiziellen Theoretiker des Marxismus. Also er wurde auch der Papst des Marxismus genannt, also der Vertreter damals marxistischer Orthodoxie. Genau, im Gegensatz zum offenen Revisionismus präsentiert sich Kautsky eben als Vertreter des orthodoxen Marxismus und sah außerdem Theorie und Praxis der SPD im Einklang miteinander. Er meinte gegenüber Luxemburg und anderen radikalen Kritikern das Erbe von Marx und Engels gegen Abweichungen in den Anarchismus zu verteidigen. Und für Luxemburg wiederum war Kautsky befangen eben in diesen schon genannten vergangenen Formen des Klassenkampfes, deren Bedingungen so nicht mehr gegeben waren. Er degradiere Theorie zur Rechtfertigung bestehender Praxis, während für Luxemburg die theoretische Auseinandersetzung das Medium war, durch das sich die Partei beständig einer Selbstkritik unterzieht, um so ihren Aufgaben gewachsen zu sein. In der Reflexion über die angewandten Mittel unterscheidet sich revolutionärer Marxismus von Opportunismus, wie schon am Beispiel des Massenstreiks gezeigt. Der Marxismus untersucht jedes Mittel unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitung des Proletariats auf seine historische Aufgabe, die kapitalistische Klassengesellschaft aufzuheben, also damit es fähig wird, seine eigene Befreiung selbst in die Hand nehmen zu können. Der Revisionismus
oder Opportunismus jagt unmittelbaren, handfesten, sofortigen Erfolgen nach und hierzu ist ihm dann auch jedes Mittel recht. Was für Auswirkungen der Einsatz bestimmter Mittel auf das Bewusstsein der Masse haben, als deren Interessenvertreter man sich ja irgendwie darstellt, das interessiert den Revisionismus eher weniger, weil er eben dieses Endziel verdrängt. Und indem Kautsky in den letzten Jahren vor 1914 gegenüber Luxemburgs Kritik immer wieder auf den nächsten möglichen großen Wahlerfolg bei den Reichstagswahlen oder Landtagswahlen vertröstet, verdrängte er das akute Problem der herannahenden Katastrophe aus dem Bewusstsein der Partei. Je mehr sich die Widersprüche des Kapitalismus zuspitzen, umso mehr spitzt sich die Krise des Marxismus zu, bis hin zur Spaltung im marxistischen Lager. Denn der Moment der Revolution rückt näher und damit die Entscheidung darüber, ob die Sozialdemokratie an dem ihr eigentümlichen Widerspruch zwischen Endziel und Bewegung zugrunde geht. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges stoßen wir ganz konkret auf Fragen, die zu Lebzeiten von Marx und Engels nicht zur Debatte stehen konnten. Denn nun gab es eine internationale Bewegung, die sich marxistisch nannte, welche sich nun an der Frage bezüglich der Haltung zu einem Weltkrieg spalten würde. Die offenen Kriegsbefürworter in den Reihen der Sozialdemokratie erfreuen sich an der neuen Behandlung, die ihnen als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe der großen Kapitalisten, hohen Militärs und Regierungsbeamten zukommt. Sie sind nicht mehr verhasste, vaterlandslose Gesellen, sondern Teilhaber am gemeinsamen nationalen Projekt. Die Pazifisten, die Kriegsgegner in der SPD, gewinnen erst wirklich ab 1916 an Kraft, also ab dem Moment, in dem ein schneller deutscher Sieg nicht mehr wahrscheinlich ist. Ihr Kurs war darauf gerichtet, Druck auf die kriegführenden Regierungen auszuüben, damit diesen einen Frieden, einen möglichst gütlichen Frieden schließen, ohne Annexionen am besten. In dieser katastrophalen Lage an eine Revolution zu denken, wäre fahrlässig und würde nur die eigenen Organisationen gefährden. Hier sind sich sozialdemokratische Kriegsgegner und Befürworter einig. Den Krieg müsse man möglichst unbeschadet überstehen, um nach Kriegsende den Kampf für Arbeiterinteressen fortsetzen zu können. Im radikalen Lager, welches den Weltkrieg in eine Weltrevolution verwandeln will, gibt es wiederum Uneinigkeiten über die Frage nach der Spaltung von diesen alten Organisationen. Und hier kommt sozusagen Rosa Luxemburgs großer Fehler, zumindest in der heutigen Rezeptionslinie, dass sie eben die SPD nicht früh genug sich davon abgespalten hat, sodass 1918 in der Novemberrevolution eine klare, einheitliche revolutionäre Leitung gefehlt hat und das dann das Scheitern der Revolution bedingt. Darüber kann man noch diskutieren. Aber Lenin und Luxemburg waren sich einig, dass nach 1914 die alte Internationale als revolutionäre Kraft abgedankt hatte. Zitat: Gerade die mächtige Organisation, gerade die vielgepriesene Disziplin der deutschen Sozialdemokratie bewährten sich darin, dass der 4 Millionen starke Körper sich auf Kommando einer Handvoll Parlamentarier in 24 Stunden wenden und vor einen Wagen spannen ließ, gegen den Sturm zu laufen sein Lebensziel war. Marx, Engels, Lassalle, Liebknecht und Bebel schulten das deutsche Proletariat, damit Hindenburg es führen kann. Zitat Ende. Die gesamte Organisations- und Schulungsarbeit in der Vorkriegsperiode schien also gar nicht der Befreiung des Proletariats genützt zu haben, sondern hatte anscheinend nur neue Formen geschaffen, durch die die Arbeiter sozusagen ihre eigenen Ketten schmieden würden. Die Frage, die dann Lenin und Luxemburg beide beschäftigte, war, wie man die Arbeiter von dem antirevolutionären Einfluss des sozialdemokratischen Parteiapparats lösen könnte. Und Luxemburg sträubte sich hier halt gegen diese organisatorische Abspaltung der Revolutionäre in einer neuen Partei, weil ihrer Ansicht nach in einem Land, in dem der sozialdemokratische Apparat so eine totale Kontrolle über die Arbeiterschaft hatte, also solch eine Praxis der Spaltung nicht zweckdienlich sei, um eben diese Kontrolle zu brechen. Neben Luxemburgs Spartakusbund gab es noch andere linksradikale Gruppen in Deutschland,
die im Gegensatz zu ihr Lenins Perspektive der Spaltung teilten und sich halt auch dann von der SPD abspalteten. Jedoch ereilte sie dann genau das Schicksal, das Luxemburg befürchtet hatte, nämlich der Verfall in die Impotenz der Sekten halt. Genau. Und wir kommen jetzt dann zu den beiden Revolutionen am Ende des Weltkriegs, der russischen von 1917, der deutschen von 1918, die eben für Rosa Luxemburg im engsten Zusammenhang zueinander standen. Zur russischen Revolution ein paar Sachen. Also für sie war klar, dass die Bolschewiki die einzige Partei in Russland waren, die bereit und fähig waren, der Revolution eine adäquate politische Führung zu geben. Zitat: Die wirkliche Situation der russischen Revolution erschöpfte sich nach wenigen Monaten in der Alternative Sieg der Konterrevolution oder Diktatur des Proletariats, Kaledin oder Lenin. Entweder muss die Revolution sehr rasch und entschlossen vorwärts stürmen, mit eiserner Hand alle Hindernisse niederwerfen und ihre Ziele immer weiter stecken, oder sie wird sehr bald hinter ihren schwächeren Ausgangspunkt zurückgeworfen und von der Konterrevolution erdrückt. Zitat Ende. Ihre Kritik setzt an 3 Punkten an. Die Agrarpolitik und die Nationalitätenpolitik der Bolschewiki und die Frage nach Demokratie, Diktatur und Terror. Und bei der Frage der Demokratie gilt es zu beachten, dass die Zerschlagung der nach allgemeinem und gleichem Wahlrecht gewählten russischen Nationalversammlung durch die Sowjetmacht, also auf Befehl der Bolschewiki und ihrer Partner, diese Zerschlagung hielt Luxemburg im Sommer 1918, als sie dieses berühmte Pamphlet zur russischen Revolution im Gefängnis schreibt, das hielt sie für problematisch. Das ist so der Ausgangspunkt eigentlich für den Abschnitt über die Demokratie. Und hier reicht eigentlich nur ein Hinweis auf den Artikel Nationalversammlung oder Räteregierung, den sie wiederum im Dezember 1918, als sie aus dem Gefängnis heraus ist, schreibt, oder auch ein Hinweis auf das Programm der KPD, auch von ihr geschrieben, denn dort ist das Ziel die Ergreifung der Staatsgewalt durch die Räte gegen eine etwaige Nationalversammlung. Also in der Frage hat sie ganz offensichtlich sich umentschieden. Aber die zweite Frage sozusagen hierbei ist, dass sie auf jeden Fall die Gefahr in einer Verallgemeinerung der russischen Erfahrung sieht, wenn die Not zur Tugend gemacht wird. Also den Einsatz von Terror, also außerordentliche Maßnahmen der Exekutivgewalt gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen, das lehnt sie explizit nicht ab, verweist aber auf die demoralisierende und korrumpierende Wirkung dieser Methode auf die revolutionäre Klasse. Ähnlich auch dann sieht sie die Gefahr eben dieser Einparteiendiktatur, denn im Sommer 1918, als sie im Gefängnis das schreibt, passiert gerade die Spaltung zwischen den Bolschewiki und ihren Koalitionspartnern, den linken Sozialrevolutionären. Und das kann man erstmal so stehen lassen. Aber schlussendlich galt für sie, Zitat: Mögen die deutschen Regierungssozialisten schreien, die Herrschaft der Bolschewiki in Russland sei ein Zerrbild der Diktatur des Proletariats. Wenn sie es war oder ist, so nur, weil sie eben ein Produkt der Haltung des deutschen Proletariats war, die ein Zerrbild auf sozialistischen Klassenkampf war. Zitat Ende. Also der Zusammenhang ist für sie sehr eng zwischen dem Verlauf der Revolution in Russland und dem Nichtverlauf bis dahin der Revolution in Deutschland. Ihre Kritik der Nationalitätenpolitik der Bolschewiki wiederum, also welche jeder Nation des ehemaligen Zarenreiches das Recht auf staatliche Lostrennung einräumte, war hier wesentlich harscher. Hier sah sie einen schweren, aus Opportunismus geborenen Fehler, der eher der imperialistischen Weltkonterrevolution als der Weltrevolution helfen würde. Denn dem deutschen Imperialismus lieferte die Losung Selbstbestimmung der Nation den Deckmantel für dessen Eroberungspolitik im Osten, wo Nationalisten eben nach diesem Frieden von Brest-Litowsk, wo Nationalisten mit den Deutschen gegen die Sowjetmacht eben kollaborierten. Ähnlich dann die andere Seite der kriegsführenden Nation, also bei den Entente-Nationen, wo der US-Präsident Wilson sein Programm für die Nachkriegsordnung, also wie er eben
die Friedensordnung sehen wollte, mit dem gleichen Grundsatz begründete. Also jedes Volk, jede Nation kriegt seinen eigenen Staat. Und Luxemburg und Lenin waren sich hier beide bewusst, dass auf einen imperialistischen Krieg in Abwesenheit der proletarischen Revolution ein imperialistischer Frieden geschlossen werden würde. Oder wie sie es auch nannte, eine Verschwörung der bürgerlichen Regierungen gegen das europäische Proletariat. Dem musste man durch proletarische Revolution in ganz Europa zuvorkommen. Und jetzt kommen wir zur Novemberrevolution. Einige Bemerkungen dazu und dann sind wir auch beim Ende. Zunächst eine Skizze der politischen Lage. Bereits vor der Novemberrevolution wurden im Oktober eine demokratische Verfassungsreform und ein Regierungswechsel durchgeführt. Die neue Regierung war eine Koalition aus Sozialdemokraten und bürgerlichen Liberalen und sandte sofort ein Waffenstillstandsgesuch an die Entente. Auslöser dann für die Novemberrevolution war vor allem die Ungeduld in den breiten Arbeiter- und Soldatenmassen, denn der erwartete Waffenstillstand zog sich hin. Die Leute, die die Revolution machten, sahen sich also mehrheitlich als Sozialdemokraten, die ihren Politikern dabei helfen wollten, Frieden und Demokratie für Deutschland zu erreichen. Das Resultat ihres Aufstandes war die Abschaffung der Monarchie, eine rein sozialistische Regierung, also nur aus sozialistischen Parteien bestehend, also MSPD und USPD, und die Errichtung von Räten in ganz Deutschland, offensichtlich inspiriert vom russischen Beispiel. Und voller Vertrauen in ihre alte Partei und unter den Losungen der Einigkeit und kein Bruderkampf, also es gab ja jetzt 2 sozialdemokratische Parteien, aber jetzt, wo der Krieg vorbei war, kann man wieder zusammenarbeiten. Auf jeden Fall unter diesen Losungen wählten die Räte dann auch Friedrich Ebert zum Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten. Aus Sicht von Ebert und Philipp Scheidemann, also den Führern der MSPD, war die Lage in Deutschland vollkommen ungünstig für eine etwaige Errichtung des Sozialismus. Sie wussten, dass jeder Schritt in diese Richtung von der Entente als Vorwand genutzt werden würde, in Deutschland einzumarschieren und für Ordnung zu sorgen. Höchste Priorität war es also nun, Deutschland vor dem wirtschaftlichen Ruin zu bewahren, um dann, nachdem Ruhe und Stabilität eingekehrt war, auf demokratischem Wege in Deutschland Stück für Stück den Sozialismus dann in Ruhe aufzubauen. Aus Sicht von Kautsky, der war damals in der USPD, war der Unterschied zwischen den 3 Strömungen während der Revolution, also MSPD, USPD und dann noch den Spartakusbund, für ihn war der Unterschied eine Frage des Tempos. Zitat von Kautsky: Sicher gehen viele Mehrheitssozialisten behutsamer vor, als uns Unabhängigen es lieb ist. Aber es wäre lächerlich, den Unterschied im revolutionären Tempo als den Unterschied von Revolution und Konterrevolution erscheinen lassen zu wollen. Die Spartakisten sollten etwas vorsichtiger sein mit ihrer Methode, fremde Schablonen, wie dem Ruf nach alle Macht den Räten, unbesehen auf Deutschland anzuwenden. Denn die jetzige Revolution in Deutschland hat ihre eigenen Gesetze. Das schreibt er Ende Dezember 1918 gegen Rosa Luxemburg, die damals vom Weitertreiben der Revolution schrieb. Luxemburg bewährte sich in diesen letzten Monaten ihres Lebens erneut als Vertreterin der Marxschen rücksichtslosen Kritik. Für sie ging es in Deutschland um das Schicksal der Weltrevolution, welche mit der Oktoberrevolution 1917 in Russland bloß ihren Anfang genommen hatte. Im Falle einer Invasion der Entente bestand für sie, also da sah sie die Möglichkeit dann in diesem Falle, durch Agitation unter den alliierten Truppen die Revolution weiterzutragen, über die Grenzen Deutschlands hinweg. Und aus ihrer Sicht stellte Kautsky die Frage falsch, da er erneut nicht auf die Mittel zum Zweck, den eingeschlagenen Weg zum Ziel reflektierte. Hierzu passt ein Satz, den sie 1899 gegen Bernstein geschrieben hatte. Zitat: Er, also Bernstein bzw. an Kautsky, wählt tatsächlich nicht einen ruhigeren, sicheren, langsameren Weg zum gleichen Ziel, sondern damit auch ein anderes Ziel. Zitat Ende. Ebert und Kautsky beide dachten, dass sie als gute Marxisten an der Regierung nun das alte Ziel von der Eroberung der politischen Macht erreicht hätten. Aber sie stützten sich hierbei auf den alten Staatsapparat, den sie eben benutzen wollten, den sie intakt ließen, während aus Luxemburgs Sicht die Gesellschaft in Richtung Sozialismus nur umgewälzt werden konnte durch die Diktatur des Proletariats,
deren Basis die bewaffneten Arbeiter, organisiert in den Räten sein sollten. Ende Dezember 1918 trat die USPD aus der Regierung aus, nachdem die Regierung auf Eberts Initiative auf revolutionäre Matrosen geschossen hatte. Nun präsentierte sie sich als revolutionäre Oppositionspartei und schimpfte auf die Bösewichte Ebert und Scheidemann. Und Luxemburg kritisierte diese Demagogie, diese demokratischen Illusionen der USPD und spaltete sich von der USPD ab, gründete die KPD. Und die Wahrheit ihrer Kritik sollte sich im Januar während des sogenannten Spartakusaufstandes in Berlin zeigen, als die USPD zunächst lauthals zum Sturz der Regierung aufrief, ohne groß darauf zu achten, ob sie die Kräfte überhaupt dazu hatte, um dann erschrocken die Bewegung zu bremsen und in Verhandlungen mit der Regierung zu treten, wo man dann vor allem wollte, dass halt Ebert und Scheidemann zurücktreten. Mehr auch, aber so war der Horizont mehr oder weniger. Und Ebert gewann so Zeit, eben die Truppen zu organisieren, die dann, nachdem er die Verhandlungen dann nach einigen Tagen abbrach, die Ordnung in Berlin wiederherstellten. Und dabei wurde ja bekanntermaßen Rosa Luxemburg zusammen mit Karl Liebknecht ermordet. Und die Analogie, die Rosa Luxemburg mitten in dem Geschehen von 1918 zu 1848 zog, sollte vor einer möglichen Wiederholung der gescheiterten Revolution von 1848 warnen und gleichzeitig daran erinnern, dass nun die Möglichkeit gekommen war, das uneingelöste Emanzipationsversprechen der Revolution von 1848 einzulösen. Nach der Revolution von 1848 zogen Marx und Engels den Schluss, dass in der kommenden Revolution die radikale Demokratie und der proletarische Sozialismus in scharfem Gegensatz zueinander treten würden. Über die kleinbürgerliche Demokratie schrieben sie im März 1850, dass diese bestrebt sei, die nächste Revolution möglichst rasch zum Abschluss zu bringen, sich so lange wie möglich zaudernd, unschlüssig und untätig zu verhalten, um dann, sobald der Sieg entschieden ist, ihn für sich in Beschlag zu nehmen, die Arbeiter zur Ruhe und Heimkehr an ihre Arbeit aufzufordern, sogenannte Exzesse zu verhüten und das Proletariat von den Früchten des Sieges auszuschließen. Zitat Ende, also das war jetzt Marx und Engels. Rosa Luxemburg hatte den Anspruch wiederum, Marx und Engels darin zu folgen, Zitat, die Revolution permanent zu machen. So lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, dass die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und dass wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind. Zitat Ende. Anders als 1848 standen sich proletarischer Sozialismus und kleinbürgerliche Demokratie, diese standen sich 1918 beide als Marxisten gegenüber. Das Scheitern der Revolution dann in Deutschland hatte gravierende Auswirkungen auf das Schicksal der Revolution in Russland, welche nun zur Isolation verurteilt wurde. Das Scheitern der Novemberrevolution und Luxemburgs früher Tod scheinen auf alle Ewigkeit ihr Urteil über ihr Denken und Handeln ausgesprochen zu haben. Ihr Lebenswerk blieb unvollendet und damit auch das politische Projekt des Marxismus. Ihre Theorie und Praxis ist für keine linke Traditionslinie vollständig assimilierbar, egal ob sozialdemokratisch bzw. demokratisch-sozialistisch oder die verschiedenen Formen eines Leninismus oder Rätekommunismus. Alle beziehen sich irgendwie schon positiv auf Rosa Luxemburg, um dann aber bestimmte Aspekte zu finden, die sie so nicht mitnehmen können. Mögen die Schlüsse, die man aus Luxemburgs Fehlern zieht, also Fehlern in Anführungszeichen, auch noch so plausibel erscheinen. Sie haben für die heutige Praxis keine Relevanz, außer dass sie einem die scheinhafte Gewissheit bieten, aus der Geschichte gelernt zu haben. Denn in Wirklichkeit ist die Linke heute gar nicht in der Lage, Verantwortung für den Lauf der Geschichte zu übernehmen, so wie es einst Luxemburg und Lenin versuchten und auch taten. Was heutzutage möglicherweise bewahrt werden kann, ist eine Vorstellung davon, wie eine Theorie und Praxis aussah, die direkt
unmittelbar auf die Gegenwart einwirken konnte und das mit der konkreten Zielsetzung und Möglichkeit der Errichtung der Diktatur des Proletariats als notwendigen Übergang hin zu einer klassenlosen Gesellschaft. Eine Perspektive, die heute völlig utopisch erscheint. Und damit wäre es erstmal von meiner Seite. Ich denke mal, dass es bestimmt Fragen gibt oder auch Anmerkungen, Kritik und so weiter. Ciao. Irgendwas, womit ihr nicht einverstanden seid. Etwas, was mich ein bisschen verwundert, ist, warum Luxemburg 1918, als sie noch im Gefängnis war, auf die Nachricht der Auflösung der Nationalversammlung in Russland anscheinend kritisch reagierte und später ihre Meinung änderte. Also, weißt du, warum? Also die Auflösung der Nationalversammlung findet im Januar statt. Ach so, ja. Und so den Eindruck, den ich habe aus diesem Fragment, ist, dass sie die Gefahr sieht in offiziellen Broschüren, Flugblättern, die Lenin und Trotzki in der Zeit schreiben zu diesem Thema. Sie sieht die Gefahr so ein bisschen, dass sozusagen die Demokratie als solches von Trotzki und Lenin als nutzlos, überkommen und so weiter benutzt wird. Und da sagt sie ja sozusagen Demokratie ja, aber natürlich nicht die bürgerliche, sondern die proletarische Demokratie. Und für mich wirkt das eben wie sozusagen ja ein Missverständnis ein bisschen, dass sie aus dieser Auflösung der konstituierenden Versammlung sozusagen eine prinzipielle Ablehnung der Demokratie erblickt. Und das sieht sie als problematisch an. Deswegen schreibt sie diese Zeilen. Aber wenn man eben diesen konkreten Auslöser dieser Kritik sieht und sich dann fragt, was Rosa Luxemburgs eigene Antwort, als sie dann aus dem Gefängnis ist und praktische Revolutionspolitik betreiben muss, dann ist sie genau auf derselben Linie. Also alle Macht den Räten und keine Macht einem etwaigen Parlament. Ja. Zu diesem Punkt in den Bereich quasi wie, also wenn die Frage dann konkret wird, in Russland konkret wird, aber auch in Deutschland und zu den verschiedenen Zeitpunkten, also wohl 1905, 1907 in Russland nochmal? Nee, 1905 in Russland, das geht dann bis 1906, 1907 grob, ja, genau. Wo dann auch diese Reformen kommen und dann 1917 und immer diese Frage, weil immer so ein bisschen diese Sache, wie, weil die MFPD das ja auch vertritt, dann quasi diese Meinung vertritt, gerade unter den Bedingungen, hier konkret, in diesen Staatsgrenzen, könnt ihr so und so und so nicht vorgehen. Wir müssen das jetzt anders machen, egal ob die es geglaubt haben oder nicht, das ist ein Argument, weil wir in der Situation als Machtkörper gerade nicht anders handeln können. Deshalb müssen wir jetzt auf die lange Bank schieben. Ich weiß nicht, ob du da die genaue Literatur zu hast, aber Lenin hat manchmal den Satz gesagt, der Kommunismus oder Sozialismus sieht immer anders aus, je nachdem, wo er entsteht. Vielleicht ja. Das heißt so, also ein Sozialismus in Afrika wird anders aussehen wie in Asien, wird anders aussehen wie in Mit einem Verlaub. afrikanischen Land. An Afrika dachte er da noch nicht. Ich glaube, da ist er auch nicht dran. Aber An Asien tatsächlich. So von der Argumentation her, Ja. das stimmt ja auch. Ja. Also das ist ja auch ganz naheliegend, weil es eben nicht nur, also weil der Materialismus ja nicht bei Fragen von Kultur und Ritualität oder gesellschaftlichen Geflogenheiten Stopp machen kann, weil diese Dinge zurückwirken in materialistische Verhältnisse. Ja. Und deshalb würde mich da deine Einschätzung interessieren, was so ein bisschen
vielleicht kannst du das nochmal komplizieren, vielleicht hast du es auch gesagt, was so ein bisschen Luxemburgs Idee war, wie das denn dann ablaufen soll, oder einem der Spartakisten war, wie das denn dann abzulaufen hat 1918, weil, ohne zu sagen, dass ich die Meinung der SPD teile, das ja auf jeden Fall eine andere Situation war wie in Russland. Ja. Ein Jahr vorher. Weißt du da konkret, ob sie da was zugeschrieben hat? Also erstmal ist wichtig, dass für Marxisten, klassische Marxisten der Schule, Lenin, Luxemburg, Trotzki, immer das Primat der internationalen Entwicklung galt. Also dass eben in nationalen Grenzen sich internationale Entwicklungen sozusagen wie durch ein Prisma brechen. Also nicht umgekehrt, dass irgendwie die internationale Entwicklung eine Addition von ganz vielen nationalen Entwicklungen ist, sondern umgekehrt. Lenin sagt nur konkret in seiner Schrift gegen den Renegaten Kautsky, dass wahrscheinlich die Wahlbenachteiligung der Bauern, also man hat ja so ein Wahlrecht aufgezogen, wo ein Delegierter auf 25.000 Arbeiter, ein Delegierter auf 125.000 Bauern oder irgendwie sowas. Also eine offensichtliche Benachteiligung der Bauernschaft bei der Wahl zu Sowjets und so weiter. Und er sagt, zumindest diese Regelung wird wahrscheinlich nicht außerhalb Russlands notwendig sein, zum Beispiel in Deutschland. Das ist so eine Sache. Ansonsten, wie gesagt, das Primat ist die internationale Entwicklung. Und die internationale Entwicklung sah so aus, dass die gesamte Welt sich mehr oder weniger nach diesem Weltkrieg erschöpft hatte. Und dann die Frage sich stellt, was für ein Frieden wird sozusagen geschlossen werden. Wird ein Frieden geschlossen, wo sich eigentlich sozusagen, also für Rosa Luxemburg wäre so ein Frieden dann von Präsident Wilson mit dem deutschen Reichspräsidenten und sowas, wäre vor allem eine Zusammenarbeit zweier Bourgeoisien unter der Frage, wie unterdrücken wir jetzt vor allem die Revolution in Deutschland. Also Wilson hat schon zum Beispiel direkt nach der Novemberrevolution eine Note nach Berlin geschickt. Die Räte müssen aufgelöst werden oder sie müssen aktiv daran arbeiten, die Räte aufzulösen, weil ansonsten kriegen sie keine Nahrungsmittel von unseren humanitären Organisationen. Also das hieß dann, ne, das muss Recht und Ordnung wiederhergestellt werden. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker dann nicht. Ja, klar, das war eine andere Sache dann. Aber die Perspektive, wie gesagt, man kann nur sagen, die grobe Perspektive für Rosa Luxemburg war Gründung der KPD, die sie dann macht, und dann beim Spartakusaufstand, der eben kein Spartakusaufstand war, das war ein USPD-Aufstand, wo sich Karl Liebknecht zum Beispiel mit reinziehen ließ. Und das war für sie definitiv verfrüht. Und es galt noch, die Massen sozusagen um die KPD zu sammeln. Also die KPD sollte sich erstmal organisieren, sammeln, um dann fähig zu sein, die Macht zu übernehmen. Und zwar auf Grundlage der Räte. Wie das konkret dann ausgesehen hätte, ne, vor oder nach der Zusammenkunft der Nationalversammlung, was dann an Sachen gemacht hätten werden müssen. Bis 1921 grob waren auch noch alle Arbeiter in Deutschland bewaffnet. Also sozusagen die Frage nach dem bewaffneten Aufstand stellt sich 1921 anders als, sagen wir mal, 1930. Und natürlich die Partei ist dann auch eine ganz andere. Aber und der Punkt wäre einfach nur gewesen, in Deutschland Rätemacht zu organisieren und sich sofort mit Moskau zu koordinieren. Also sofort nicht irgendwie so ein Internationalismus, wo man halt immer so Solidaritätsgrüße rüberschickt, sondern auch ganz konkret dann Truppen neu organisiert und Waffenlieferungen, Nahrungslieferungen. Genau. Also einfach revolutionäre Politik, dann wäre man definitiv in Konflikt mit der Entente geraten. Und das ist die große Frage, das war das große Schreckgespenst, das die Sozialdemokratie damals an die Wand projizierte, Invasion französischer, englischer, amerikanischer Truppen. Wenn Deutschland im Chaos untergeht. Also Chaos heißt, wenn eine proletarische Revolution kommt. Dann muss die Entente eingreifen, um für Ordnung dort wieder zu sorgen.
Und das war die große Wette sozusagen. Was würde dann passieren? Also aus Rosa Luxemburgs Sicht, wenn ich da noch abschließen darf, waren die Truppen, vor allem die englischen und französischen Truppen, waren kriegsmüde. Die amerikanischen Truppen waren das nicht unbedingt, aber bei allen drei Nationen wäre klar gewesen, wäre es schwierig gewesen, diesen Soldaten zu vermitteln, warum sie jetzt nochmal in Deutschland einmarschieren müssen, wenn nicht nur, weil sie schon gewonnen haben, sondern der Krieg wurde ja vor allem von Wilson geführt, Demokratie, also make the world safe for democracy. Und jetzt ist doch in Deutschland, wird sogar noch eine radikalere Demokratie errichtet. Also so ähnliche Motivationen waren dann ganz real unter französischen, englischen, amerikanischen Truppen, als sie in Sowjetrussland waren. So, was machen wir hier? Ne? Okay. Also die wurden ja auch, da haben wir sozusagen praktisch, es gab ja dieses praktische Beispiel ja schon von ausländischer Intervention in der Sowjetunion, also ein ganzer, ja genau, da im Norden, aber auch, genau, Schwarzes Meer, da meutert mehrere Schiffe, französische Schiffe, also genau, das wäre die Perspektive gewesen. Und dann, wie das dann weiter ausgesehen hätte, das können wir halt wirklich nicht sagen, weil das halt abgewürgt wurde. Ja. Was uns übrig bleibt, ist das 20. Jahrhundert, wo zunächst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Sowjetunion in der Isolation, in der sie sich halt befand, in diesem ganzen Elend und so weiter, immer weiter in diesen Polizeistaat verwandelt, der sie nun mal war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dieser Erfolg sozusagen, dass ja jetzt ein ganzes Drittel der Erde rot war, von der Elbe bis nach Indochina. Ja, genau. Also deshalb, das ist wirklich sozusagen, diese Novemberrevolution ist wirklich so dieser Punkt, so da ist wirklich so nicht so, was passiert ist, sondern was möglich war. Ja. Du wolltest dich bei einer Stelle melden. Ja, also mit diesem Make the World Safe for, es ging eigentlich um Vertragsfreiheit. Ja. Also, wofür sie wirklich sicher gemacht werden sollte, war Vertragsfreiheit. Und es kann sein, dass im amerikanischen Verständnis ein starker Kurzschluss ist, also mit Rule of Law und dieser Vorstellung, dass das Recht herrschen kann durch demokratische Verhältnisse, aber es geht im Kern darum, dass man mit Anwälten vor Ort Ansprüche durchsetzen kann. Und da würden dann eben Räte im Wege stehen. Richtig. Und wenn man denen dann erklärt, aber nach unserer Theorie ist es sogar noch fortgeschrittener gegenüber euren Ansprüchen, dann würden die sagen, das weisen wir ab, ja, euer Ehrenantrag abgewiesen. Richtig. Also da geht es so ein bisschen, da muss man sehen, was ist da wirklich genau mit verstanden gewesen. Und aber das wäre natürlich schwieriger, dem GI zu vermitteln. Ja, also Trotzki in seiner Polemik mit Kautsky hat es ja zu einer nicht kanonisierten Schrift gebracht, die von exakt niemandem hochgehalten wird, weil er da auf die Sahne gehauen hat. Und also bei Marxist.org kann man das nachlesen. Aber du meinst Terrorismus und Kommunismus? Ja, einfach dreimal zu oft gesagt, ja, dass man sich nicht so anstellen soll. Und nur eben, er hat in dieser Schrift auch darauf, also er hat Ebert vorgeworfen, er hat Kautsky vorgeworfen, er würde Ebert dabei decken, dem deutschen Volk zu verschweigen, dass der französische Imperialismus seine Ansprüche mit Kolonialtruppen durchsetzen würde. Ja? Und hat dem gegenüber durchblicken lassen, dass seine Rote Armee zwar auch nicht im allerbesten Zustand ist und sich erstmal satt essen müsste, wenn sie in Ostpreußen ankäme, aber es wäre immerhin eine Alternative. Ja, also Trotzki hat signalisiert, ja, kriegsmüde, okay, sind sie alle, ja, und dann haben sie noch die spanische Grippe, haben sie auch alle, ne? Es gibt amerikanische Stimmen, die sagen, wir haben die eigentlich erst verbreitet, aber es hat wohl noch Instrumente gegeben und Trotzki spielt darauf an. Er sagt Afrikaner und Araber vor den französischen Kolonialtruppen. Und das wurde später dann auch natürlich zu einem großen völkischen Thema und Skandal und wurde dann doch von Ebert auch ein bisschen angesprochen, aber im Großen und Ganzen ist der Kelch dann doch an ihnen vorbeigegangen und hat Ebert also jetzt im Nachhinein betrachtet, das Staatsschiff da durch diese Klippen hindurch geschippert.
Also es wurden Festung Konstanz wurde amerikanisch besetzt, also alles Mögliche mit Gelder eintreiben für die Kontributionen der Versailler Verordnung. Aber also was für das Massenbewusstsein zurückbleibt, ist, dass so dramatisch, wie die Radikalen es dargestellt haben, und es wurde damals verbreitet in der internationalen Pressekorrespondenz der Kommunistischen Internationale und in Flugschriften, so dicke ist es dann doch nicht gekommen. Das ist so das Resultat für die jetzt in Weimar aus der Perspektive des Endes, oder kurz vor Wirtschaftskrise, sagen wir mal, kurz bevor dann diese Wirtschaftskrise ausbricht, kann man auf die so etwas goldene 20er auch. Also wenn man irgendwie auch noch Kultur hochbewegt war, dann waren es sowieso wilde 20er Jahre. Ja? Aber es waren auch etwas goldene 20er Jahre, wo es also so schlimm wie angenommen nicht gekommen ist. Sodass man sich auch nicht verzeihen können, dass man zum Beispiel sich nicht zu so einer Anstrengung wie die Türken aufgerafft hat. Die haben ja ihren Unabhängigkeitskrieg geführt, auch nachdem sie die ganze Zeit im Ersten Weltkrieg gewesen sind, weil sie aber ein viel massenumschließenderes Ziel hatten. Ja, die haben gesagt, wir wollen hier nichts an die Alliierten abgeben und uns aufteilen lassen, nur weil das Jahre davon gelaufen sind. Die wurden ja vorher auch schon ordentlich aufgeteilt, über die 20 Jahre vorher, also vom Osmanischen Reich. Ja, also die haben einen Nationalstandpunkt herausgebildet, ja. Der aber auf eine Konzentration hinauslief mit dieser türkischen Republik. Die haben gesagt, also die unsicheren Kantonisten können die alle haben, na? Und der einzige dagegen war Herr Kalif, und der haben sie dafür gesorgt, dass er ihnen nicht allzu viel dazwischen funken kann. Und dieses Kriegsziel, das hat wesentlich stärker mobilisierend gewirkt, auch unter den Bedingungen dieser allgemeinen Ermüdung, wesentlich stärker mobilisierend gewirkt als irgendwas in Deutschland, wo nämlich mein Eindruck ist, dass die Orientierung an dieser internationalen Lage, an der Auswirkung, an dem, was man macht, auf die internationale Lage, das hat sich ambiguitiv ausgewirkt. Nämlich, wenn man auf der einen Seite sagt, wir müssen was machen, dass die Revolution international vorankommt, dann hat die andere Gehirnhälfte gesagt, wir müssen die aber auch ein bisschen beschwichtigen, weil wir gerade ausgehungert werden von denen. Ja, das war Eberts. Ja? Und dann hat die Reaktion gesagt, wenn ihr uns freie Hand gibt, wird es nicht so schlimm, wir plündern nämlich die Ukraine aus. Ja? Also ein ganz klar, die Lage, verzwicktes Verhältnis. das wollte ich schon so rüberbringen. Und Konflikt mit der Entente hätte bedeutet Krieg mit den jungen, neu gegründeten Staaten in Osteuropa. Ja. Und da hat man hat gesehen, an der Niederschlagung der ungarischen Revolution durch rumänische Truppen, wie das dann aussieht. Ja. Es gibt, ich will jetzt nicht zu weit davon weggehen, aber es gibt, also wir sind jetzt schon ein bisschen weit weg, um ein bisschen zurückzukommen, aber ich möchte noch eine Bemerkung, was ich ganz interessant fand, ist Otto Bauer, ein österreichischer Sozialdemokrat, seine Reflexion 1923 auf die Revolution in Österreich und so weiter und was man da sagt er, also da beschreibt er auch ganz gut, in was für einer verzwickten Lage man halt war, und die Tschechen machen stunk, die Ungarn machen stunk, die Kroaten, die können, also sozusagen potenziell hätten die Entente diesen nationalistischen Hass gegen die Deutschen auch konterrevolutionär wenden können, im Sinne von, wenn in Österreich irgendwie die Räterepublik weiter ausgeführt wird, dann können wir definitiv Kroaten und so weiter dagegen mobilisieren. Wenn wir denen sagen, die Deutschen denken wieder, sie hätten das Recht zu bestimmen und so weiter. Klar, das ist Teil auch dann von Rosa Luxemburgs Fragment und ihren Reflexionen 1918 über die nationale Frage. Also diese Explosion des Nationalismus,
der eben befördert wurde durch Wilsons Gedanken, dass eben jedes Volk seinen Staat kriegt und so weiter und so fort. Und natürlich ist Nationalismus das beste Mittel immer schon gewesen, die Proletarier aller Länder sozusagen dazu zu bringen, sich gegenseitig zu erschießen. Und es ist klar, so das 20. Jahrhundert ist erst recht sozusagen ein Beispiel dafür. Und halt die Frage ist sozusagen, erstens, dieser Krieg mit Osteuropa fand ja schon statt, also diese Sowjetunion, die Sowjetrussland war im Krieg mit Estland, Litauen, Lettland, Polen, Ukraine. Japan. Genau, also und natürlich zum Beispiel bei Polen ist natürlich witzig, der Pilsudski hält sich eigentlich das ganze Jahr 1919 über zurück mit Angriffen auf Sowjetrussland, weil er noch ein bisschen Angst vor den Deutschen hat und sich erstmal etablieren will. Und 1920 erst sieht er die Möglichkeit, während halt ein ganzes Jahr lang die Franzosen ihm sagen, jetzt marschier endlich in Sowjetrussland ein. Dann macht er es erst, als dann sozusagen die deutsche Gefahr gebannt ist. Also wie gesagt, völlig verzwickte Lage. Aber ich würde ein bisschen zurückgehen auf die Frage sozusagen, was muss jetzt ein Revolutionär in dieser Lage machen? Und in dieser Lage 1918, 1919. Ja, und eben wie gesagt, die Antwort, und das ist halt natürlich die völlig wahnsinnige Antwort, war eben von Lenin, von Luxemburg und so weiter, diesen ganzen Krieg, dieses Völkerschlachten umzudrehen in einen Bürgerkrieg, einen weltweiten Bürgerkrieg. Also wo dann in Deutschland die Massen eben die Macht ergreifen, auch eine eigene Rote Armee gebildet wird und dann die Invasion der Entente abgewehrt wird, während man gleichzeitig der Entente auch den Soldaten da Flugblätter verbreitet, so sagt, Leute, macht mal, ihr wurdet ausgebildet an der Waffe, jetzt eure Brüder zu erschießen, ihr könnt das jetzt auch machen, indem ihr in eurer Heimat mal für Ordnung sorgt, mit euren eigenen Kapitalisten abrechnet, während Sowjetrussland sich im Osten rumschlägt. Also wie gesagt, das wäre definitiv wahnsinnig gewesen. Ja? Und deshalb war eben, wie gesagt, die realistische, vernünftigere Alternative, diesen Krieg doch zu beenden einfach. Ne? Frieden. Natürlich, dieser Frieden hielt nicht lange und so weiter, aber das ist eine andere Sache. Das konnte man damals nicht so genau sehen. Sondern für Kautsky zum Beispiel und so weiter war Lenin und so weiter eigentlich eine Art Opportunist, in dem Sinne, dass sie in diesem Krieg eine Möglichkeit eben sehen, irgendwie für Revolution, was völlig fanatisch wahnsinnig ist, weil ich meine, was die Priorität für Kautsky ist, dieses Schlachten zu beenden, so schnell wie möglich. Weil das ist einfach nur eine Katastrophe, in der Proletarier sich halt abschlachten. Wir müssen so schnell wie möglich für einen Frieden sorgen, um dann arbeiten zu können unter vernünftigen Bedingungen. Weil so können wir nichts machen. Und wer jetzt auch noch so wahnsinnig ist, diesen Krieg nicht einfach so schnell zu beenden, sondern dann noch einen Bürgerkrieg, dann kommt noch mehr Ruin und so weiter und so fort. Und wenn man auf Sowjetrussland 1921 schaut, also nach 3 Jahren Weltkrieg und 4 Jahren Bürgerkrieg, könnte man sagen, Kautsky hatte irgendwie recht. Das ist natürlich nur so hätte, könnte. Also wie gesagt, deshalb ist so 1918 für uns so wichtig, weil da ist sozusagen all diese Möglichkeiten, auf die der Marxismus hingearbeitet hatte, sind da konzentriert. Und eben weil diese Möglichkeit ausgeschlagen wurde, sozusagen Marxismus wurde an seiner Vollendung gehindert. Beziehungsweise Rosa Luxemburgs Lebenswerk bleibt unfertig. Und wir würden sagen, eben da beginnt die ganze Misere des 20. Jahrhunderts. Für uns erscheint das 20. Jahrhundert als unausweichlich eigentlich, mehr oder weniger. Der Erste Weltkrieg sozusagen einfach der Zündfunke dann für die ganze weitere Katastrophe, aber wir und auch nicht nur wir, sondern Adorno würden sagen, 1919 war da eine Möglichkeit. Also es gibt es gibt das Zitat von Adorno von irgendwann nach 45, wo er über jene 20er Jahre schreibt. Also damals in den 60ern bereits eine Nostalgie für die 20er gab, vergleichbar mit Retro heute irgendwie 80er oder 90er. Und er schreibt halt so, das ist ein langer Text und es geht eigentlich vor allem um Kunst und Kultur und sowas. Aber dann, ja, und er sagt halt so, diese 1920er erscheinen halt als diese goldenen 20er, aber eigentlich die wirklich radikale Kunst und so weiter, irgendwie der frühe Expressionismus und sowas, ist für ihn um 1910. Das war so die wirkliche, und das Potenzial wurde ausgeschlagen 1919. Das sagt er da ganz konkret. Ja. Ich glaube, man darf, das klingt vielleicht so ein bisschen dumm, das ist doch totaler Quatsch.
Wir sind hier, um jeden Quatsch zu diskutieren. Man darf nicht, was Kautsky und Luxemburg und Lenin nicht wussten, aber nicht wissen konnten, also sie konnten es vielleicht auch wissen, sich gemacht, aber anders beschäftigt, wir haben die Relevanz von sublimer oder unterbewusster Wirksamkeit von Ideologie nicht gekannt. Irgendwann eine These. Wie meinst du das? Also die haben Das Unterbewusste. diese Problematiken von, dass sich materielle Zustände nicht nur in den konkreten, handfesten Machthierarchien in der Fabrik, in der Armee, im Regiment, in der Familie, wie auch immer, zwischen den Geschlechtern, Definition von Nationalität und Nicht-Nationalität durchsetzen, sondern auch innerhalb von ja dann fast kollektiv werdenden oder Unterbewusstseinen von Individuen, die eben später aus den 20ern dann Fischer Theorie die Masse nennt. Ja. Und diese Idee zum Beispiel dann auch mit diesem, wir müssen es ausweiten auf ein, also das wäre meine eine These, meine zweite These wäre bei dieser Theorie von wir müssen den Krieg ausweiten zum internationalen Bürgerkrieg, was deshalb ich quatschig finde, weil Krieg ja kein progressives Moment erzeugt, sondern erstmal nur Leben und vor allem jede Menge Möglichkeiten an Produktionsmitteln, auch tatsächlich in so einem Sinn von wegen, der Kapitalismus ist furchtbar, aber was er ja kann, ist einen gewissen Wohlstand zu produzieren, für auch eine relativ breite Masse und quasi erst so einen Anstieg hat, dann aber eben nicht funktioniert und dann nach Marx, also nach der harten Regel, dann Diktatur kommt und die klassenlose Gesellschaft und Krieg verhindert ja sogar selbst diese Wohlstandsproduktion. Je nachdem, wie lange lebt, ist ja noch mein zweiter Gedanke, dass das halt auch nicht gesehen wird und ich auch nicht weiß, weil ich dazu wenig die genannten Autoren gelesen habe oder auch nicht weiß, ob die das wussten und wie denn überhaupt auch die Situation in den USA, in England und in Frankreich war, was die Linke da angegangen ist zu dem Zeitpunkt. Es war also in den USA und England sicherlich und in Frankreich auch besser als jetzt, aber das ist auch nicht schwer. Aber das ist ja auch nochmal so eine Sache, die sie dann hätten denken müssen. Also in der Verbindung gab es bestimmt, es gab ja auch diese internationalen Verbindungen, natürlich, aber das ist ja immer eine Frage, wie hoch dann die Aktivierungsmöglichkeit ist, da eine Form von Aufstand oder was auch immer. Also in den USA sah man die Gefahr als groß genug an, dass man eben das FBI eigentlich so als Mittel, wie man es heute kennt, eigentlich wirklich ausgebaut hat und entsprechend mit Exekutivgewalt da durchgegriffen ist. Natürlich, also in USA, England und Frankreich war es weniger akut als in Deutschland oder Russland, aber das war auch genauso, das hat genauso den Herrschenden Sorgen bereitet. Auch an den Kolonialimperien. Das auch, ne? Also man hatte ja jetzt Millionen, vielleicht nicht Millionen, aber man hatte haufenweise Afrikaner und so weiter an der Waffe geschult, dass wenn die zurück in ihre Heimat gehen und dann irgendwie unzufrieden sind, dann passieren schlimme Dinge. Also das war ja zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz anderes Ding, aber die Schwarzen in den USA, die einmal im Ersten Weltkrieg und dann vor allem im Zweiten Weltkrieg, als die dann nach Hause gekommen sind, dann war es wirklich problematisch für zumindest das alte Jim Crow-System. Gab es denn auch die Bürgerrechtsbewegung? Genau. Und ja, da würde ich gerne beantworten, weil erstens der Begriff der Masse bei der kritischen Theorie ist eben die Auflösung der Klasse, also Auflösung der Klasse in die Masse. Und das steht im Zusammenhang mit folgender Sache. Dieser Krieg, also der ist für Marxisten wie Lenin und so weiter, war das eben ein Symptom der Überreife des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat die Produktivkräfte so weit vorangetrieben, aber kann sie halt, um sie in diesen Produktionsverhältnissen, in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen zu bannen, muss er ja regelmäßig in Krisen
eine Menge Produktivkräfte wieder vernichten. Und solche Krisen können, also das ist ja nicht einfach nur sozusagen so ein Business Cycle, wie du das in der Makroökonomie lernst, sondern für Marxisten ist das so eine allgemeine Anspannung in Gesellschaft und Politik, die sich dann in irgendeiner Form explodiert. Also die oberste Heeresleitung in Deutschland war der Ansicht, so ab 1912, wo der größte Wahlerfolg der SPD für die Reichstagswahlen war, also irgendwann können wir nicht mehr ordentlich Krieg führen, wenn die SPD halt dann ein Wörtchen mitspielt. Und viele Sozialdemokraten als Offiziere haben. Man hatte eigentlich auch keine Sozialdemokraten als Offiziere, aber einen Haufen Soldaten, die aus Arbeiterfamilien kamen und sowas. Also der Gedanke ab 1912 ist zum Beispiel in Deutschland, dass ein kleiner Krieg im Balkan ein gutes Mittel sein kann, um dann auch für Disziplin im Innern zu sorgen. Nicht nur, dass man dann die SPD vor die Wahl stellt, sozusagen illegal eben Widerstand zu leisten oder legal eingebunden zu werden, sondern dass man ja dann auch die Mittel eines Belagerungszustands nach innen hat und so weiter und so fort. Also man war der Ansicht, so ein kleiner Krieg im Balkan würde ein bisschen für Ruhe sorgen nach innen. Und wie gesagt, also der Erste Weltkrieg war für Marxisten ein Zeichen der Überreife der Bedingungen. Gar nicht der Reife, sondern der Überreife. Weil was hier zerstört wurde, waren nicht nur eben wieder Produktivkräfte und so weiter, sondern auch eben das Bewusstsein des Proletariats, dass es eine internationale revolutionäre Klasse ist. Und stattdessen wird es eben nicht nur physisch vernichtet, sondern auch mit eben diesem ganzen nationalistischen, chauvinistischen Gift eingeimpft. Aber für Marxisten war es immer so, dass dieses Bewusstsein ein instabiles Bewusstsein war. Dass dieses jederzeit wieder umschlagen kann, wenn es eben an seine Grenzen stößt. Und dass da dann der Punkt ist, wo dann sozusagen der Umschlag in was anderes, qualitativ anderes. Also dass die Soldaten, die eben noch eben für den Zaren gekämpft haben, jetzt die Waffe umdrehen können oder für den Kaiser gekämpft haben und so weiter. Dass dieses Potenzial latent immer gegeben ist für nicht nur eine Krise und dann wieder einen Zusammenbruch eben in Gesellschaft, Ökonomie und so weiter, sondern auch bei den einzelnen Individuen, die dann sich fragen müssen sozusagen, was sie 1918 machen, ist in Scharen zur Sozialdemokratie zu gehen, weil die eben sich über Jahrzehnte lang im Kaiserreich etabliert hatte als diese politische Kraft. Und dass die Sozialdemokratie zwar in den letzten 4 Jahren sich sehr geändert hat in ihrem Charakter, das kam natürlich bei den Massen erstmal nicht so an. Aber diese ideologischen und so weiter, diese politische Arbeit war eigentlich für Lenin, Luxemburg und Trotzki sehr, sehr wichtig. Also deshalb betonte Lenin zum Beispiel die Notwendigkeit einer möglichst schnellen Spaltung, dass man sozusagen dann das Banner sozusagen hochhalten kann als Opposition zu all diesen Schweinereien, die die anderen gerade machen. Das heißt zwar, dass man für eine kurze Zeit in Isolation sich befindet, aber dafür dann umso mehr Leute für sich gewinnen kann, wenn dann die Massen sozusagen langsam den Prozess der Desillusionierung durchgehen. Und das ist natürlich kein automatischer Prozess, sondern da muss man eine Menge Arbeit reinstecken. Und deshalb, wie gesagt, Krieg, Krise und so weiter und so fort, sozusagen, ne, wir reden ja hier ganz frei, deshalb das, was du gerade gesagt hast, ne, Krieg, eine Welt, Bürgerkrieg und so weiter zu verwandeln, das ist eigentlich genau Kautskys Perspektive gewesen. Ne? Also Krieg ist eben diese sinnlose Vernichtung von all dem und so weiter. Und für Lenin und so weiter war dieser Krieg einfach nur eine Fortsetzung unter anderen Bedingungen der alten Politik. Also das, wie gesagt, Kapital ist über die Grenzen des Nationalstaates hinausgewachsen und muss in der ganzen Welt angelegt werden. Das heißt auch, dass der Staat, der die Interessen seines Kapitals zu verteidigen hat, muss sich auch entsprechend hochrüsten, um Einflusssphären abzudecken und so weiter und so fort. Und früher oder später kommen sich die Leute in die Quere. Und der Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen zeigt sich zum Beispiel in dem Widerspruch eben zwischen internationaler Weltwirtschaft und nationalen Grenzen. Und dass dann dieser Widerspruch kann gelöst werden im Kapitalismus nur durch Krieg zwischen den Nationen, wo sich dann die Nationen erschöpfen und dann wieder auf einen neuen Ausgangspunkt zurückkehren. Und der Gedanke bei den Marxisten war, dass man dem irgendwann ein Ende bereiten könnte, eben aber leider nur wohl durch das Mittel des Bürgerkriegs im Sinne von der bewaffneten
Intervention gegen die Klassen, die diesen Krieg eben zu verantworten hatten. Wenn man dann die ganze Geschichte im russischen Bürgerkrieg, ich weiß ganz kurz, die ganzen 3 Jahre dann sich betrachtet, wenn man vor allem anguckt, wie dann die anderen, nicht nur die Entente, die ganzen Völker, Nationalisten in der Peripherie, ob das Polen ist oder die Balten oder die Ukrainer ja auch, oder dann die in Asien, dann gibt es irgendwie Streit auch zwischen Japan, das ja damals Mandschurei, noch nicht, China. Ja, das war aber dieser Kreis so. Genau, und es zeigt sich ja, dass diese, also aus Lenins Perspektive am Ende 21 und dann auch mit den, natürlich ist dann sehr, 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 sehr viel zerstört, aber es ist weniger zerstört als quasi im Winter 42, also nach den horrenden Verlusten oder nach 45 insgesamt und allen Verlusten und auch den Hungerkatastrophen danach und so weiter, auch im Verhältnis, also auch im Verhältnis zur Bevölkerung, zeigt sich ja dann immer noch, also aus seiner Perspektive hat er recht behalten. Also wenn er die Situation vergleicht, also für die Sowjetunion, von wegen, er ist ja nicht gegen, also... Dann aber wer Rechte? Meinst du Lenin jetzt, der Recht behalten? Inwiefern, in welcher Frage jetzt? Also, Bürgerkrieg ja oder nein, aber das war nie eine Frage, oder? Zwischen wem? Zwischen Lenin und Kautsky? Der meint gerade den Weltbürgerkrieg, also sozusagen, dass man den... Dann zwischen Lenin und Kautsky. Ja, vielleicht hat Lenin recht behalten, aber wie gesagt, Kautsky kann darauf verweisen sozusagen, und was habt ihr erreicht, sozusagen. Und das ist klar, dass unter diesem Druck dieses ganzen Bürgerkrieges, am Ende des Bürgerkrieges keine schöne Arbeiterrepublik, Demokratie war, sondern ganz offen, also was auch für Lenin klar war, ein Problem war, aber am Ende halt, er hat es akzeptiert, eine Einparteiendiktatur, wo halt auch die dann diesen Verlauf nimmt, und dann kann natürlich Stalin, und ich würde dir das jetzt nicht unterstellen, aber für die verschiedensten Stalinisten ist ja immer diese oder jene Errungenschaft der Sowjetunion, so und so viel und so weiter und so fort. Das ist so, ja, aber war das ein Schritt näher zum Sozialismus, das heißt zur klassenlosen, befreiten Gesellschaft? So, nein, am Ende des Tages waren das einfach auch Staaten, die zwar vielleicht, sagen wir mal, was weiß ich, ein kostenloses Gesundheitssystem und sowas hatten oder was auch immer. Das kann man irgendwie als Errungenschaft preisen, aber das ist dann sozusagen Sozialdemokratie. Ne? Also das Gleiche verkauft man ja auch so, aber bitte. Ja, also Lenin selber hatte in dieser Bürgerkriegszeit auch eine Mahnung ausgesprochen, die nur sehr selektiv aufgegriffen worden ist, nämlich dass die Gefahr bestehe, dass Sowjetrussland in Meer eines großrussischen Chauvinismus versinkt wie die Fliege in der Milch. Das ist eher so von maoistischer Seite dann zitiert worden als Besorgnis hinsichtlich der späteren Entwicklung in der Sowjetunion. Und was der Hintergrund natürlich dafür war dieser ausgesprochen pragmatisch bis skrupellose Umgang mit der nationalen Frage, wo, also es gab ja noch nicht die Sowjetunion, es gab nur die Russische Föderation, es gab eine Regierung, den Rat der Volkskommissare, und ein Volkskommissariat hieß Allrussische Außerordentliche Kommission zur Bekämpfung des Current Thing. Also allrussisch, das ist dieses am Anfang, was aus aussprachetechnischen Gründen gerne weggelassen wird bei Tscheka. Also es ist Tscheka, allrussische Außerordentliche Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Sabotage, Spekulation, Bereicherung, Korruption und je nachdem, was gerade schwerpunktmäßig angesagt ist. Und das hat schon für alle Beteiligten signalisiert, also dass es diesen Vorbehalt gibt, dass es um die Interessen des russischen Proletariats auch in Baku geht und um die Interessen des russischen Proletariats in Jerewan geht und in Warschau und. Ja. Also da ist schon mit Geopolitik etwas signalisiert worden.
Und ich finde im Nachhinein, das heißt im Nachhinein, wir sind sowieso alle völlig im Nachhinein hier, aber so die Kriegssituation in Russland ist eine, auch wenn man das jetzt unter der Kategorie imperialistischer Krieg subsumiert und sagt, Russland war einbezogen als Weltsystem, und. Trotzdem ist die Kriegssituation in Russland eine völlig andere gewesen als in Deutschland, wo in Deutschland ja propagiert worden ist von der Mehrheitssozialdemokratie. Das wird ein sozialistischer Siegfriede, ja, vermittelt durch den sozialdemokratisch geschulten deutschen Feldwebel, der effektiver ist als der preußische Junker. Kriegssozialismus meinst du? Ja, genau. Kriegssozialismus, also die Bolschewiki hatten Kriegskommunismus als Phase der Requisition und also das Leben mit Plattern, aber Kriegssozialismus war ein Konzept. Und dann dieser Hellpanther, da auch Kriegskapitalismus, was auch schon in diese Richtung ging. Ja, Parus. Ja. Also es gab Vorstellungen, dass die Teilnahme an dem Krieg nicht nur irgendwie jetzt so, Burgfrieden bei den Kräfteverhältnissen so scheiße sind, sondern das war eine auf Sieg orientierte Politik, von der man der Überzeugung war, dass der Sieg als Frucht der sozialistischen Schulung und der Disziplin, ja, die zu großen Teilen außerhalb der Fabriken geleistet worden ist. Ja, alles. Die Vorstellung war, die Kapitalisten alleine hätten aus dieser Arbeiterklasse nicht eine so sieghafte Armee machen können, sondern das ist nur gegangen durch die sozialdemokratische Bildungsarbeit. Und damit haben sie hundertprozentig diese Todsündenprophezeiung von Bakunin erfüllt, vom knutengermanischen deutschen Imperialismus. Ja, der sich also als zaristischer Agent dahinstellt, erzählt den Franzosen, erzählt der ganzen romansprachigen Welt, hütet euch vor den Preußen und ihrem marxistischen Gerede. Denn was dabei herauskommt, ist Gleichschritt. Ist Rechnungen aus Berlin, dass ihr hier an die Griechen und also sozusagen bis heute von der Vorstellung her, dass dem Siesta-Süden in den Arsch getreten werden muss. Und von links dann dort schwerpunktmäßiger durch Anarchisten, aber auch bis tief in populistische und sozialdemokratische Bewegungen hinein, wird natürlich zurücksignalisiert. Ja, ihr Deutschen arbeitet ja nur um zu leben und das wollt ihr uns aufnötigen und ihr ruiniert uns damit. Und dann steht in Bayern-Kurier diese scheiße Griechen, die wir da geheiratet haben, 1842 oder wann, als sie da selbstständig wurden, die haben noch keinen einzigen Haushalt, haben diese Höhe bezahlt. Also es entsteht ein unglaublicher Völkerstreit und Hass aus dieser verfehlten Vorstellung heraus, ja, dass man aus produktivsten Arbeiter auch die besten Soldaten machen könnte und dass die Botschaft schon weiterbringen werden und dass das dann alle einsehen. Also genau, das Interessante hierbei ist halt so die euphorischsten Kriegssozialisten, also die wirklich sozusagen theoretisch, marxistisch auch begründen wollten, warum die Unterstützung des Deutschen Krieges eben. Das waren tatsächlich auch viele, die vor dem Krieg noch links standen. Lensch, Lensch-Kuno und noch einen dritten gab es, glaube ich. Ist auch egal, aber vor allem Lensch war ein Linker vorm Krieg und hat sich dann gewandelt. Und eben mit diesem Gedanken, den das Trotzki während des Ersten Weltkriegs in einem Brief oder Pamphlet oder sonst was nationalrevolutionären Messianismus nennt. Also, weil das gab es genauso. Also genau, die deutsch-sozialdemokratische Begründung ist eben, wie gesagt, Deutschland hat die beste organisierte Industrie, die diszipliniertesten Proletarier und so weiter. Deshalb ist es die nationale Mission Deutschlands, den Weg für den Sozialismus in ganz Europa zu ebnen, durch das Medium der kaiserlichen Armee. Umgekehrt, Trotzki in diesem Abschnitt, die französischen Sozialisten, die sagen, unser Volk hat die große Revolution gemacht, 1789, hat die Revolution 1830 gemacht
hat die Revolution 1848 gemacht, hat die heldenhafte Pariser Kommune gemacht. Also die französisch-republikanisch-revolutionäre Tradition, das ist in unserem Volk drin und das ist die wichtigste Voraussetzung. Diese demokratische, historische Tradition des französischen Volkes ist doch die wichtigste Voraussetzung für den Sozialismus dann auch, für die freie sozialistische Republik. Und wenn jetzt die Deutschen mit ihrem preußisch-kaiserlich-monarchistischen Quatsch hier einmarschieren, dann vernichten sie die Grundlagen, auf denen wir in Frankreich doch den Sozialismus aufbauen wollen. Ne? Und umgekehrt eben, ne, die Grundlagen ist wichtig, also diese Argumentation war immer diese Grundlagen. Umgekehrt, wenn die Franzosen, Engländer und so weiter Deutschland eben zerschlagen, dann werden sie nicht nur irgendwie Deutschland und den Kaiser und so weiter demütigen, sondern sie werden die Industrie zerschlagen, die in Deutschland so hoch entwickelt ist und so weiter. Und eine hochentwickelte Industrie ist doch die wichtigste Grundlage für den Sozialismus. Also genau, man hat verschiedenste, und das Wichtige ist halt, dass die alle beschränkt sind, also die internationalistische Kritik, also aus Lenin, Trotzkis und so weiter Sicht eben, dass sie sich einmal beschränken eben in Zeiten, in denen man eigentlich an eine nationale Revolution gar nicht mehr denken kann, eben auf die Grenzen des Nationalstaates, auf die Grenzen eines Volkes, das irgendwie die Mission hat für den Sozialismus. Und dass man natürlich das Mittel, also ich habe ja versucht in dem Vortrag so darauf zu verweisen, wie der Marxismus, der Revolutionäre, sehr wohl sich bewusst war, dass es ein Verhältnis zwischen Mittel und Zweck gibt. Das Mittel, wie wollen die deutschen Kriegssozialisten den Sozialismus, welches Mittel benutzen sie? Die bereits bestehende Armee, kaiserliche Armee. Und ein Revolutionär wie Lenin und Trotzki hätte dem entgegnet und hat dem auch entgegnet, die haben ja zahllose Artikel geschrieben, dass das nicht der adäquate Weg ist, weil ihr glaubt, den bürgerlichen Staat, wie er jetzt ist, benutzen zu können für eure Zwecke, aber am Ende wird der bürgerliche Staat euch benutzen für seine Zwecke. Und das ist eine Logik, die man nur brechen kann dann durch Zerschlagung des Staates, Diktatur des Proletariats und so weiter. Wenn ich da noch gerade abschließen kann, bevor du gehst, Sekunde. Diktatur des Proletariats. Genau, also ne, weil das ist ja auch die Wette, die Wette, die SPD auch 1914 meint einzugehen, dass sie als wichtiger Stützpfeiler des Kriegs der Kriegsbemühungen anerkannt wird von den Kaisern und so eben Druck ausüben kann und sozusagen, wir benutzen die für unsere Zwecke. Ja. Aber in der Realität würden eben die Revolutionäre und so weiter sagen, nein, ihr werdet benutzt, ihr schickt die Arbeiter für Zwecke, die den Arbeitern völlig fremd sind, in den Tod. Ja. Ja. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ciao. Gut. Und dann der Kritikbegriff von Lenin dafür war damals Sozialpluralismus. Ja. Und der taucht dann später zwischen Moskau und Peking wieder auf. Richtig. Nachdem eine Zeit in Versenkung. Ich glaube, dazu wird uns vielleicht Henning was erzählen. In 3 Wochen. 3? Ja, 3 Wochen. Mao, Khrushchev und die Spaltung im sozialistischen Lager. Nächste Woche ist Klimawandel, übernächste Woche ist Trotzki. Genau, also jetzt mache ich mal auch Schluss.